Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Sondersendung von Lock Flow deckt auf. Ja, heute haben wir ein Video, auf das ich mich sehr, sehr gefreut habe, weil wir dürfen etwas kaputt machen im Dienste der Wissenschaft. Wir wollen heute die größten Fehler beim Polieren aufdecken. Dafür haben wir Chefauszubildenden Yannick am Start. Wir haben den Citroën-Karton der Automobil und ich würde sagen, wir legen los nach dem. Diesen wunderschönen Berlingo habe ich gekauft für ganz, ganz kleines Geld von einer Freundin meines Bruders. Die Schweller waren durch, die wurden jetzt schon instand gesetzt und gespachtelt. Das Auto wollen wir ja nachher im Comic-Style lackieren und so lange können wir uns noch so richtig schön aggressiv an dem Lack austoben. Das heißt, wir wollen heute zeigen, was kann passieren, wenn ich die Poliermaschinen falsch einsetze, wenn ich bestimmte Sachen nicht beachte. Und ich würde sagen, wir legen direkt los, nicht wahr, Yannick? Ja. Womit fangen wir an, Freunde? Als erstes einmal ganz kurz zu den Maschinentypen. Wir haben zwei Maschinentypen. Wir haben einmal eine Rotationspoliermaschine und eine exzentrische Poliermaschine. Das sind so grob die Hauptgruppen, die es gibt an Poliermaschinen. Es gibt in verschiedenen Variationen mit Akku, mit Kabel etc. Völlig wurscht. Auf jeden Fall ist die Rotationspoliermaschine das gefährlichere Werkzeug, weil wir haben einen wesentlich höheren Abtrag, kann man sich vorstellen, wie beim Winkelschleifer. Die Maschine rotiert, kann richtig Drehzahl bringen. Die exzentrische Poliermaschine exzentrisch geht aus der Mitte raus, bewegt sich ein bisschen träge, verhindert Hologramme. Das heißt, für ein Kaputtmachvideo ist das gar nicht so das Richtige. Das ist die Maschine, wo ich eher sage, die ist ein bisschen harmloser. Das heißt, wir nehmen jetzt diese hier. So, lieber Yannick, was ist denn jetzt, wenn ich jetzt sage, hier, guck mal, wie stumpf der Lack ist, wie zerkratzt. Was ist denn das Wichtigste, wenn ich jetzt anfangen will zu polieren? Die Vorreinigung. Die Vorreinigung, genau. Weil, was kann denn passieren, wenn wir nicht richtig vorreinigen? Wir können das ja mal ausprobieren. Ich habe hier so ein bisschen Baggermatsch, ne? Schön Bausand mit Wasser gemischt. Ne? Huch. Und jetzt vergessen wir mal, den zu entfernen und polieren mal drüber. Dann machen wir die Maschine startklar. Schönes altes Pad drauf. Politur, ganz wichtig. Ne? Und dann ja, gucken wir mal, was passiert. Ne? Schön. Das ist die Schleifpaste Extra Plus. Genau, schön Drehzahl. Ne? Mach mal eine Stelle schnell und mach mal auch eine Stelle langsam. Mach mal ab. Ich glaube, wir haben eine neue Mattierungstechnik entwickelt. Ja, genau. Also ihr seht, das ist schon heftig. Das sieht brutal zerkratzt aus. Das rauszupolieren wird auch tatsächlich schwierig. Das heißt, Check Nummer 1. Vorreinigung, weil da reicht ein Sandkorn aus, wenn ihr das drin habt, dann haut ihr euch richtig fiese Kratzer rein. Dazu gehört dann natürlich auch das saubere Pad. Nicht nur der Untergrund muss sauber sein, sondern das Polierpad natürlich auch. Ne? Und jetzt kommen wir zu einem weiteren Punkt, und zwar sind das Ecken und Kanten. Ecken und Kanten werden sehr, sehr gerne durchpoliert, gerade mit der Rotationspoliermaschine, weil die halt richtig Abtrag hat. Und wenn ich da falsch an den Kanten arbeite, dann sind die Kanten ganz schnell mal durch. Basti zeigt euch jetzt einmal, wie es richtig geht. Ne? Das heißt, wir polieren jetzt hier an der Kante mal ein bisschen lang. Und dabei ist immer die Laufrichtung der Poliermaschine zu beachten. Und zwar polieren wir quasi von der Kante weg. Wie ihr seht, hier ist jetzt gar nichts passiert, die Kante ist heil. Yannick! Ja. Du darfst jetzt mal gegen die Kante polieren. Das heißt, in die falsche Laufe. Ja, das ist schon ein komisches Gefühl. Ja, ne? ich wollte gerade sagen, Genau.
Jetzt sieht man schon, wie er hier an der Kante. Jetzt sieht man hier schön die Grundierung durchscheint durch die Kante. Was hast du denn da gemacht? Wieder Scheiße gebaut. Typisch Lehrling. Und ihr seht, dass sich auch das Polierpad komplett zerlegt, weil es natürlich über die Kante schabt. Basti hat noch eine kleine Anmerkung dazu, hier im oberen Bereich. Ja, hier haben wir eine kleine Kante. Das ist jetzt, hier ist die jetzt minimal, sag ich ja. Bei anderen Autos ist das ja stärker manchmal. Und dann, wenn du dann die Kante polierst, immer so. Und dann von der anderen Seite. Zeig mal, wie es falsch wäre. Falsch wäre es. So, einfach drüber. Dann hat man auch die Gefahr, dass man Durchschleift, durchpoliert. Ja. Du hast nämlich gerade einen wichtigen Punkt erwähnt, durchschleift. Wir haben ja eine Schleifpaste als Politur. Das heißt, wir haben eine Körnung, etwa 8000er Körnung. Das heißt, wir haben wirklich Schleifpartikel drin. Und wenn man da falsch über Ecken, Kanten geht, dann sind die ratzfatz durch. Nächster Schritt, empfindliche Bereiche abkleben. Wir haben natürlich ein bisschen Wärmeeinwirkung durch die Rotation des Tellers. Wir haben Fenstergummis, wir haben Türgriffe, wir haben Zierleisten. So, und wenn man die überpoliert, können die einmal sich verfärben oder sie können glänzend werden und dann sieht man hässliche Flecken, die nicht mehr zu entfernen sind. Du darfst, bitteschön. Da hast du jetzt aber Gas gegeben. Ja, das ging schnell. Das ging richtig schnell. Ja, nur einmal kurz drauf gewesen und gleich. Das ist kaputt, das ist richtig spröde. Also die ist wirklich zerstört. Ne? Das ist heiß geworden. Wenn man jetzt nur mal kurz drüber geht, dann wird es eigentlich so weiß von der Politur. Aber das ist... Hätte ich nicht gedacht, dass das so schnell geht. Richtig schnell, ja. Deshalb am besten einfach einmal ein Tape auf die Kante kleben und dann kann da nichts passieren. Ich muss sagen, das Video macht richtig Spaß. Wir haben jetzt gesehen eben, wie schnell Kunststoff tatsächlich heiß wird, kaputt geht. Und wir haben natürlich auch teilweise an der Karosserie Bereiche, die aus Kunststoff sind, die aber in Wagenfarbe lackiert. So wie hier der Stoßfänger im oberen Bereich. Das heißt, wenn ich jetzt sage, oh, da sind Kratzer drin, die will ich rauskriegen und ich bin dann mit der Poliermaschine zu lange auf einer Stelle, dann wird der Kunststoff unter dem Lack heiß und der Lack verliert seine Haftung. Und was dann passiert, das zeigt euch jetzt Jannik. Jannik muss natürlich jetzt auch den Ansporn haben, den Kratzer rauszupolieren. Deshalb müssen wir erstmal einen Kratzer haben. Ne? Huch! So, den kannst du ja mal versuchen wegzupolieren. Viel Erfolg. Wow. Ich denke, du musst richtig schnell polieren, damit er rausgeht. Oha. Du hast ja gar nicht auf dem Kratzer, du hast ja unter dem Kratzer. Na da auch. Heiß. Der ist jetzt richtig heiß. Das kannst du jetzt richtig hin und her schieben, ne? Ja. Zerstört in Sekunden. Was jetzt passieren kann, jetzt haben wir ja den Kunststoff, der ist zu heiß geworden. Wenn ich jetzt ein Blechteil zu heiß werden lasse, kann es halt einmal sein, dass ich da Wellen reinpoliere. Das kann halt durch Temperatur auf Blech passieren. Und helle Farbtöne können anfangen zu vergilben. Genau. Das heißt, das muss gar nicht so weit kommen, weil bevor das so weit kommt, würden wir gelbe Flecken kriegen. Auch nicht so schön. Ein weiterer Fehler ist die Verwendung von verkehrten Polierpads, Polierschwämmen. Wir haben sehr harte Polierschwämme und wir haben sehr weiche Polierschwämme. Wenn ich vorpolieren will, wenn ich die groben Waschstraßenkratzer rauskriegen will, dann nehme ich ein grobes Pad. Das wäre jetzt zum Beispiel das, was wir eben mit Sand zerstört haben. Und dann gibt es ein weiches, feines Pad, womit wir hologrammfrei polieren können. Nehme ich jetzt gerade bei Schwarz, je dunkler ein Farbton ist, desto empfindlicher ist er gegen Hologramme. Und Hologramme sind Mikrokratzer. Das heißt, hier durch diesen Sand hatten wir jetzt natürlich extreme Kratzer, aber diese Mikrokratzer, die durch ein grobes Pad, durch die grobe Schleifpaste kommen, die werden in der Sonne sichtbar
und das sieht quasi aus wie so eine CD. Das heißt, man kriegt diesen, sagt Hologrammeffekt, das sind Swirls, die kommen, wenn ich ein zu grobes Pad für die Endpolitur nehme und das Ganze dann am besten noch mit der aggressiven Rotationsmaschine mache, dann sieht das in der Sonne ganz furchtbar aus. Jannik poliert mal eine Stelle und wir gucken, ob wir das eingefangen kriegen. So in etwa sieht das aus. Ihr habt das eben schon gesehen, dass wir teilweise ein bisschen viel Politur genommen haben, dass das auch mal spritzt, natürlich, klar, weil wir dürfen nicht zu trocken polieren. Wenn man zu trocken poliert, kriegt man noch mehr Kratzer. Und das Spritzen ist auch ein Problem, weil wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich poliere hier die Türkante etc., lasse den Innenraum offen, lasse die Sitze vielleicht ungeschützt und fange jetzt an mit etwas zu viel Politur zu polieren. Genau, fangen wir an. Warum ist denn die Tür eigentlich auf? Ah, Jannik! Na toll. Was haben wir getan? Guck mal hier, sogar in der Lautsprecherabdeckung, da kriegst du das halt auch ganz schwer wieder raus. Das sollte man jetzt wirklich schnell entfernen, bevor das angetrocknet ist, weil dann lässt sich das noch schwieriger entfernen. Es ist abgewischt und man sieht, dass hier das immer noch in den Ecken und Kanten klebt und nicht richtig rausgeht. Ich glaube, ihr habt wieder etwas lernen können in diesem Video. Uns hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich würde einmal sagen, wir fassen zusammen. Untergründe müssen gut gereinigt sein, frei von Sand, Staub, Schmutz. Kunststoffteile, empfindliche Kunststoffteile solltet ihr abdecken. Ich würde auch empfehlen, sowas wie die Räder etc. immer einmal zuzudecken, dass man das Ganze vor Polierspritzern geschützt bekommt. Ein bisschen mit Temperatur aufpassen, dass es nicht zu heiß wird. Das heißt, in Bewegung bleiben und dann dürfte nichts mehr schief gehen. Ich weiß nicht, ob euch noch irgendwelche Punkte einfallen, ob wir alles erwähnt haben. Wenn euch noch irgendwas einfallen sollte, dann schreibt es gerne hier unten in die Kommentare. Da würden wir uns drüber freuen. Und natürlich die vielleicht da auch noch ein paar mehr Infos haben wollen, auch. Wir haben auch gesagt, wir wollen noch mal ein Video machen zum Thema richtig polieren. Jetzt haben wir die Fehler aufgezeigt. Wir wollen auch noch mal zeigen, womit man richtig poliert, wie man richtig poliert. Und dann würde ich sagen, sind wir für heute raus. Ich danke euch wie immer fürs Zuschauen. Danke an euch für die Unterstützung. Und ja, ich sage bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.